Ich habe mich verfahren. Seitdem ist die Sonne noch ein bisschen durch. Ich sage 100-mal ehrlich, aber es ist einfach schön. Da hat sich auch jemand verwirklicht, hä? Herzlich willkommen, schön sind ihr dabei. Ich nehme euch gerne mit auf mein zweitägiges Töfftürli ins Tessin. Es ist eine Premiere für mich, so ein Ausfährtchen mit Kamera und Mikrofon, beides im Helm eingebaut, zu dokumentieren. Starten tun wir in Zofingen und sind dann erstmal sehr rudimentär unterwegs auf der Autobahn bis nach Airolo. Dort aber verlassen wir sie dann und geniessen die schönen Strassen und herrlich grünen Landschaften die Leventina durchab. Nach Bellinzona fahren wir über Monte Ceneri und nachher am Luganersee weiter Richtung Melide über den Seedamm nach Melano. In Melano genießt das Kollegenpaarli von mir schönes Wetter auf dem Campingplatz. Zuerst aber nehme ich in Riva San Vitale mein Bed and Breakfast Zimmer in Beschlag, wo ich dann die Nacht verbringen werde. Riva San Vitale ist ein kleines, beschauliches Dörfli im Bezirk Mendrisio. Es liegt am östlichen Talfuss vom Monte San Giorgio sowie ziemlich am südlichsten Seitenarm vom Luganersee, 273 Meter über dem Meer. Viel Spass! So, das war jetzt ein bisschen ein harter Schnitt. Ich bin hier schon etwa 20 km vor dem Gotthard, der bekannten Raststätte. Warum das? Ich bin hier wieder mal in Regenkleidchen. Als ich abgefahren bin, hat es geregnet. Wir haben ja vor, heute oben zu bröteln. Und ich habe gesagt, ich bringe hier feine Spareribs mit. Ich habe noch Material dabei zum Marinieren. Mit Ahornsirup und feinem Gewürz. Jetzt habe ich gerade vorhin im Radio gehört, es hat noch etwa eine halbe Stunde Stau vor dem Gotthard. Ja, jetzt machen wir das Beste daraus. Wenn ich so weit fahre wie jetzt, dann bin ich um 2:30 meinem Bed and Breakfast. Die Ampel wird ein bisschen Verkehr reguliert vor dem Gotthardtunnel. Also ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Tunnel. Adieu! Das wäre erledigt. Hier war ich Militär. Gehen wir noch 10 Rollo drauf. Das Wetter ist wunderbar. Davor ist der Bahnhof. Hier links hat es ein paar Restaurants. Hier habe ich schon den Polo Hofer gesehen sitzen und ein Glas Wein trinken. So. Ich bin jetzt hier 2 Rollo. Ich habe gerade etwas noch geholt im Coop. Eine weitere Portion Spareribs, weil es zu Abend noch eine Portion hatte. Ja, jetzt fahren wir schön die Leventina drauf. Vielleicht hat es irgendwo noch ein schönes Restaurant. Ich muss einen Kaffee nehmen. Ja, also, bis später. Weiter geht's. Gigantisch die Felswand. Das ist auch nicht brisant wie ich.
Jedes Mal im Tessin frage ich mich, ob da der rote Mittelstreifen, den man hier sieht, ob der für die Motorfahrer ist. Rollerli, TÜV und so weiter. Weil vorhin haben wir auch schon wieder einen überholt. Schön breit Werdenstreifen. Der Bellinzona. Dieser grossen Burg hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine dumme Idee war es. Eine dumme Idee war es, hier durchzufahren. Ich muss auf der Karte schauen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gegeben hat. Monteceneri. Wie es ist, oder das für eine Verkehrsregelung da. Den Pass kenne ich natürlich noch vom Militär noch. Wahnsinnig super Zustand. Jetzt bin ich aber mit dem Auto gefahren. Jetzt sind wir noch etwa 10 Kilometer von Lugano weg. Da wären wir jetzt. Jetzt mehr bei uns wieder irgendwie Fußgänger, habe ich das Gefühl. Solange das Navi noch weiss, wo durch, ist mir das alles egal. Time, wie sehen wir denn? Ja, ein bisschen später als ich gedacht habe. Aber ich habe ja Reserven eingeplant, weil ich genau gewusst habe, es könnte ein bisschen Verkehr haben. Sprich 20:05 Uhr sollten wir dort sein. Und gesagt habe ich zwischen 4 und 5 Uhr. Das würde mir tiptop passen. So, jetzt geht es 5 Kilometer am See entlang. Und da schießt gerade ein Hund. Schön die Palmen. Geht gerade ein bisschen Ferienstimmung. Bahnhof von Melide. Tankstelle von Melide. Spaß. Also wenn ich jetzt sehe, hier rechts davon hat es See. Jetzt müssen wir an dem linken Seeufer, sage jetzt mal alles führen, bis es unter ein Ende. Fahren wir zuerst am Camping vorbei, wo mein Zimmerli mal in Beschlag nehmen, den Schlüssel holen, schauen, wo man duschen kann und so weiter. Dann machen wir aber dann gerade auf den Weg zum Menü und zu der Sibyl. Ich habe einfach langsam Hunger. Wunderbar. So, jetzt sind wir gerade da. Ich habe auf Google Maps ja noch einen Parkplatz notiert, wo sie vom Bed and Breakfast mir gesagt hat. Sie gehen etwa 50 Meter vom... Ah, da wäre er. Also, Prost Nägeli und viel Spaß beim Parkplatz suchen. Area di Posteggio Riservate a Bicicletti. Ah, ich glaube, da muss ja nicht einmal Geld ablassen. Können wir uns mal anmelden. Ich laufe jetzt in das Altstädtli rein. Und gerade eingangs von dem Altstädtli, da, Cherry B&B. Da ist meine Übernachtungsmöglichkeit. Hat ja fast keinen Verkehr. Also ich sitze an der Rezeption. Es steht hier «Be back in 10 minutes». Jetzt warten wir halt rasch. Jetzt soll ich wissen, warten in der Rezeption, bis sie gekommen ist. Fernsehen. Spiegel, Grüezi. 2 Bett, das weiss, wäre noch frei. Da bin ich reingekommen. Mein Gott, ist das cool. Warte, ich muss schon den Lichtschalter da. Dusche, Föhn, Toilette, nein, ist ein Spiegel. Ciao. Sehr gut. Eingecheckt haben wir, das hat geklappt. Ich habe mich noch gemeldet. In 11 Minuten bin ich bei ihm. Ja, hoffen wir finden es. 300 Meter, dann sind wir da. Die Zeit haben wir jetzt 20 ab 5 Uhr. Ich habe auch noch gesagt, zwischen 4 und 5 Uhr käme ich. Ah, da vorne sehe ich 2. Jetzt bin ich angekommen. Die Fahrt war wunderbar. Sibyl ist am Köcherle. Sie ist am Marinieren von meinen Sparrows, die ich mitgebracht habe.
Der Manu hat mit dem Wasserbock den Tisch ausgerichtet und die Sonnenstoren. Und schau mal das Aussicht an. Schön. Einfach schön. Alles was ich habe. Wie soll ich das auch noch finden? Frössli. Frössli. Niemand mag es. Das ist aber nicht gut. Ja, so, jetzt ist es kurz nach den Zähnen zu oben. Ich nehme an, ihr seht nicht mehr so viel auf dem Video. Wunderschöner, gemütlicher Grillabend am See, direkt am See. Im Womi von der Sibyl und dem Manu. Feinem Fleisch, einen tollen Mischsalat, noch einen feinen Kaffee und Kuchen zum Schluss. Tipptopp. Jetzt haben wir noch zusammen abgewaschen, noch schnell auf die Toilette gegangen und jetzt bin ich hier auf dem nächtlichen Heimweg zu meinem Bed and Breakfast. Das ist eben etwa 5 Kilometer, also etwa 10 Minuten von dem Zeltplatz weg. Jetzt freue ich mich auf eine tolle Dusche, auf ein gutes Bett. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr. Jetzt gehen wir erst zum Morgenessen, Kaffee, sonst bin ich nicht brauchbar. Ade. Was sollte man mehr? Am Verkehr zuschauen, den Leuten zuschauen, der erste Kaffee, der Sonnenschein. Mega gemütlich da. Und es läuft schon mega viel am Morgen. Wunderbares zum Morgen. Herrlich. Ich glaube, wir lassen ihn jetzt zum Morgen geniessen und werfen fängs mal einen Blick auf die Karte. Heute ist die Heimreise angesagt, es sind etwa 280 Kilometer. Nochmal als Orientierung, wir sind noch immer in Riva San Vitale in der Bed and Breakfast Unterkunft. Der Heimweg wird im ersten Teil etwa gleich verlaufen wie die Hinfahrt schon, nur dass wir diesmal Bellinzona weiträumiger umfahren. Zwar haben wir eine ganz andere Tageszeit, wenn wir dort vorbeikommen, aber ich befürchte, dass in dieser Region immer mehr der Verkehr zu rechnen ist. Also ab die Post auf die Autobahn Richtung Piasca, wo wir sie wieder werden verlassen. Da ich noch 2 Pässe auf dem Programm habe, wo ich noch gar nie gefahren bin, nämlich den Lucumanier und den Oberalpass, nehmen wir die beiden heute wortwörtlich noch unter die Räder. Laut Informationen im Internet sollten die offen und befahrbar sein. Irgendwo in dieser Region tue ich dann noch zu Mittag essen, damit ich dann auch genug gestärkt bin für die letzte Etappe heimzu. Bei was nämlich nehmen wir die Autobahn, was in den einen oder anderen Ohren wieder ein bisschen langweilig tönt, aber wenn ihr das Wetter anschaut im Video, dann seht ihr, dass das gar nicht so eine schlechte Idee war. Also noch einmal viel Vergnügen! Ich bin wieder bei meinem TÜV angekommen. Ich habe meine Taschen in die Koffer versorgt. Und ich muss sagen, es ist alles noch dran, meine Taschen sind noch dran. Es hat auch ein bisschen Gras am Rad. Aber die Dokumentsarbeiter waren hier fleissig am Rasenmähen, aber das ist nicht so schlimm. Das geht spätestens ab auf der Autobahn. Jetzt machen wir uns parat. Jetzt ist Schieben angesagt. Oh. So.
Ich weiss nicht, könnt ihr das Gefühl auch? Wenn ihr ein bisschen weiter weg sind von daheim mit dem TÜV, wir kommen an am Vorabend, ist ziemlich müde vom langen Fahren, ist froh, wenn man etwas gegessen hat, kann duschen und ein gutes Bett hat, zumindest einfach mal schlafen. Und am nächsten Morgen, du stehst auf und du bist bereits in diesem Gebiet und in dieser Region, wo es dich eigentlich schon immer gerne herzieht. Eben jetzt da zum Beispiel das Tessin ist einfach immer wieder schön. Also für uns Deutschschweizer eine gelungene Abwechslung, nur schon fürs Auge. Du wachst auf, hockst auf den TÜV und du bist bereits schon da. Und zwar nicht müde, nicht hungrig, sondern ausgeschlafen. Du hast das Mörgele, du hast deinen Kaffee gehabt. Und du weisst, jetzt hast du alle Zeit von der Welt zum Heimgehen. Es spielt nicht so eine Rolle zeitlich. Und es ist doch wunderbar. Es ist einfach schön. Vielleicht als kurze Orientierung. Wir fahren jetzt hier zurück Richtung Melide. Irgendwo dort gehen wir dann möglichst zügig auf die Autobahn, damit wir nicht mehr durch das Puff fahren müssen. Bellinzona und nachher dann die Route, die wir heute Morgen zusammen angeschaut haben. Polizeiauto. Jetzt sind wir auf der Autobahn. Jetzt gehen wir auch ein bisschen voran Richtung Bellinzona. Semione. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu fest zuzieht, wäre schade. 33 Kilometer bis nach Lukmanier. Eins muss ich sagen, die Kurven hier oben sind wunderbar, aber es wird langsam kühl. Ich würde mich nicht verwundern, wenn die einen Stopp einlegen, Regenkleider anlegen, weil man sieht auch, es zieht schon bereits ein bisschen zu. Mittagspause auf dem Lukmanierpass.
Ich habe jetzt hier gerade schnell geschaut. Ich sehe jetzt gerade nicht, aber ich blende es ein. Es ist 8 Grad. Es windet wie verrückt. Manchmal bleibt es hier im Hintergrund, um den Hausecken herum. Aber ich hatte so Hunger gehabt. Jetzt muss ich einfach etwas essen. Ja, scheint wenigstens die Sonne noch ein bisschen durch. Sehr, sehr hilfreich. Wohltat. Ich muss nicht wegwinden. Ein guter. Fein gegessen haben wir. Wie man sieht, habe ich wieder die leuchtigen Kleidchen an. Es ist doch ziemlich frisch. Anfangs. Und ich dachte, ich lege mich gerade warm an. Jetzt bin ich schnell vor Ippeiz, gehe die lange Unterwäsche anlegen. Und jetzt ist es noch wohlig warm. Jetzt werde ich noch die Frontscheibe zumachen. Tipptopp. Jetzt fahren wir da gemütlich und sicher wie möglich heim. Aber es ist jetzt gut da, etwas habern. Tipptopp. Jetzt gehen wir über Disentis, die Gandermatt und dann die Andermatt, Autobahn. Abend ist die Strasse ein bisschen besser, hat so auch so Dang, 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 so Rillen drinnen, da, so Querrillen. Curaglia, keine Ahnung wie man es ausspricht. Links abbiegen Richtung Andermatt. Jetzt sind wir hier in Sedrun, fahrt Richtung Andermatt. Golfclub. Jamut. Ah, Oberaufpass. Ha. 50 fertig. So, Kaffeepause.
Jetzt habe ich einen Kaffee genommen vom Oberalppass. Wunderbar, es hat schön warme Lammfell gehabt, also wahrscheinlich künstliche auf diesen Sitzbänken, schwarze. Die haben sich von der Sonne herrlich aufgewärmt und drauf gehockt bist wie eine Sitzheizung. Also, und jetzt ziehe ich ihn durch, jetzt sind es noch 125 km für heim. Zwischenstatus zeitlich, mir zeigt es ja 16:58. Also ich prognostiziere immer noch, zwischen 5 und 6 bin ich daheim. So, wir sind hier in Andermatt. Da hat sich auch jemand verwirklicht. Schön war es. Jetzt einfach warten, bis wir daheim ankommen. Die, was interessiert, Kellerli von Wasen. Zum Autobahnfahren. Viele finden das ja widerlich. Aber ich finde das eigentlich noch entspannend. Die richtige Musik im Ohr. Das fährt von alleine. Und irgendwann ist man daheim. So, jetzt sehen wir es noch einmal. Sämtliche Sturmwarnung draussen habe ich gerade gesehen. Jetzt geht es noch ein paar Minuten, sind wir daheim, noch 17 Kilometer. Ich glaube, ich habe es relativ gut getüpft, von der Zeit her an. Vom Verkehr her war es tipptopp. Und auch wettertechnisch, wenn man da Himmel rauf schaut. Den Ort kennen wir sind daheim. Es ist jetzt, was haben wir für Zeit? Nicht 20 ab 5, 24 ab 5, 5 vor halb 6. Ich habe getankt, ich habe das Nachtessen geholt, dürfen sorgen, Gepäck ausschlecken, finito. Das Zeitmanagement hat gepasst, ist alles gut gelaufen.